Ja, ein herzliches Willkommen an alle Technikinteressierten. Heute hier ein ganz spannendes Grundlagenthema und falls ihr schon immer mal wissen wolltet, Watt, Volt, Strom, Ampere, wie hängt denn das jetzt eigentlich alles miteinander zusammen, Widerstand und was es da nicht alles gibt, ich habe eine ganz einfache Lösung für euch. Es ist fast so ein bisschen was wie Allgemeinwissen heutzutage, dass man darüber ein bisschen Bescheid wissen sollte. Wir gehen kurz in die Theorie und dann geht es noch ein schönes Praxisbeispielchen. Hier hinten sieht das schon. Ja, und ich verspreche euch, ihr werdet es verstehen. Ne? Und jetzt geht's auch schon los mit Technik, Tipps und Tricks. So, stellt euch mal vor, wir haben einen Wasserbehälter mit einem Ablauf, der gegen ein Ventil fährt hier und das ist geschlossen. Und der Ablauf und der Wasserbehälter, die bauen jetzt einen Druck auf und der steht direkt hier an dem Ventil an, entsprechend der Wassersäule hier und dem Druck im Wasserbehälter und dem Volumen hier. Jetzt ist es so, wird der hier eben auf einem hohen Niveau stehen, dann wird auch der Druck hier hoch sein. Während wenn der hier niedriger ist, dann ist der Druck auf der Säule nicht so hoch. Ne? Dann würde man hier aufmachen, plätschert das mal so ein bisschen raus, aber wenn der eben hoch ist, dann ist da ordentlich Dampf auf der Leitung. Und genau das ist jetzt eigentlich die elektrische Spannung, dieser Druck, der hier am Schieber ansteht. Ja? Würdet ihr den jetzt mal ein bisschen öffnen, dann würde eben angefangen hier erst ein kleiner Strom fließen von Wasser und dann auch immer mehr. Entsprechend kann man jetzt sagen, der Strom, der hier als Wasser durchfließt, ist auch gleichbedeutend mit dem elektrischen Strom, der durch eine Leitung fließt. Und wenn ihr den Schieber hier aufzieht, ja, dann wird euer Widerstand immer kleiner. Der Widerstand in dieser Leitung hier eben auch ganz adäquat. Und das Wasser fließt stärker und schneller. Und jetzt aber kommt es eben drauf an, wie vorhin schon gesagt, ob ihr da eine hohe Spannung habt, sozusagen, entsprechend einen hohen Druck, ob da viel oder wenig Strom fließt. Ja? Also der elektrische Strom mit Ladung pro Zeit entspricht ganz genau dem Wasserstrom mit Wasserteilchen pro Zeit, die hier durch diese Leitung fließen. Und jetzt, wenn wir uns das mal in einer Zeichnung anschauen würden, dann hättet jetzt hier wieder zwei Leitungen plus und minus. Da dazwischen ist die Spannung und die entspricht jetzt hier diesem Wasserdruck wie besprochen. Dann habt ihr hier einen Widerstand, der entspricht diesem Ventil. Und jetzt kommt es eben darauf an, wie hoch dieser Widerstand ist, beziehungsweise wie klein, so dass hier ein Strom durchfließen kann und zum Minuspol zurückkommt. Am Ende des Tages ist hier die Formel dafür, das heißt, ihr habt einen Strom, der sich aus U durch R ergibt. U ist unsere Spannung, R ist unser Widerstand und das ist eigentlich auch schon fast das ganze Geheimnis. Ja. Eigentlich ganz easy, oder? Jetzt könnt ihr euch noch vorstellen, ihr hättet hier ein Wasserrad in der Wasserleitung drin. Je mehr Druck ihr habt und je mehr Strom und so Wasser hier durchschießt durch die Leitung, umso mehr Power habt ihr hier auf dem Rad und umso stärker kann sich das drehen. Und das ist dann adäquat für die Leistung. Hier hättet ihr das an dem Widerstand, durch den der Strom fließt mit einem gewissen Druck sozusagen, also mit der Spannung. Und die Leistung, die an dem Widerstand jetzt hier verbraten wird in Form von Wärme, ist eben genau das Produkt aus Spannung und Strom. Ja, also die Leistung P wird die normalerweise wie Power dann abgekürzt, hat also genau U mal I in der Formel stehen und entsprechend kann man damit dann die Leistung bestimmen. Sehr einfach. Also ihr habt im Prinzip die Leistung, die an dem Widerstand verbraten wird in der Form von Wärme, könnte auch ein Motor sein, dann kann der sich eben dann auch entsprechend drehen und setzt diese Leistung um, die hier in Form von Spannung und Strom an ihm abfallen. Jo, das war schon die ganze Theorie, die ganze graue Theorie. Super, ihr habt's durchgehalten. Daumen hoch von meiner Seite. Vielleicht habt ihr auch einen Daumen hoch für mich, das wäre super. Überlegt euch auch ein Abo abzuschließen, weil hier gibt es wirklich jede Menge interessante Sachen in der Zukunft auch. Und in der Videobeschreibung findet ihr ein wenig Informationen zu meiner Webseite und von dort aus geht es dann auch in ganz viele Bereiche, wo ich so unterwegs bin. Alles klar, ja, dann würde ich sagen, geht's weiter mit dem praktischen Teil. Ich wünsche euch viel Spaß und hoffe, es wird die ganze Sache noch ein bisschen veranschaulichen. Los geht's!
Und dazu nehmen wir mal unseren allerliebsten Bastelkasten aus dem alten Polen her. Und gucken mal hier ein bisschen. Hier in der Mitte haben wir mal ein bisschen was abgedeckt. Das kommt dann vielleicht später mal noch, ne? Ja, und ansonsten ist das ein ganz einfacher Stromkreis. Erklären wir jetzt mal gleich. Das da hinten brauchen wir uns auch gar nicht angucken. Und zwar kommen wir hier mit dem Pluspol rein, hier oben. Ja. Nebendran ist jetzt ein kleiner Schalter, der ist geschlossen aktuell. Geht hier über den Widerstand. Der ist auf 0 Ohm im Moment mal. Hier runter dann auf die Diode. Eine Leuchtdiode mit einem kleinen Vorwiderstand. Und den braucht man, damit die Diode nicht durchbrennt. Also eine kleine Begrenzung einfach. Und dann gehen wir auf die Masse runter. Das ist das ganze Blech hinten dran hier. Und da ist dann entsprechend der Minuspol, der auch nochmal aufs Blech kontaktiert ist. Dann sieht man es hier, das ist das Metall. Das kontaktiert dann auf dem Blech. Ja, und jetzt stellen wir uns mal hier dieses Wasserthema vor, diese Wasseranalogie. Und machen mal einfach hier einen Schalter aus, dann geht das Licht aus. Kennt jeder, Licht an, Licht aus von zu Hause. Und jetzt ist einfach die Wasserleitung unterbrochen, da fließt nichts mehr durch. Ne? Ja, wir sehen auch manchmal hier, dass das Ganze ein bisschen Übergangswiderstände hat. Ist halt ein altes Ding. Und wenn es dann wieder richtig funktioniert, ja, dann sieht man auch, dass hier die Lampe leuchtet. Und jetzt passen wir auf. Jetzt machen wir hier den Widerstand ein bisschen hoch. Ja. Das heißt, wir machen unseren Schieber von vorhin zu. Und jetzt sieht man das dann schon relativ schnell, dass hier die Leuchtdiode aufhört zu leuchten, sobald man hier den Widerstand hochdreht. Das geht dann relativ schnell ganz aus, weil der Widerstand eben bis 47 Kilo, also richtig hoch geht, aber auch nicht unendlich hoch. Ja. Und das werden wir jetzt auch gleich sehen. Ja, hier haben wir jetzt einfach mal an diesen seitlichen Abzweig hier den Tastkopf vom Ostsee dran geklemmt. Die Masse ist schön hier auf dem Masseblech angeklemmt. Und wir haben hier ungefähr 3 Volt jetzt gerade, die man ablesen kann. 1, 2, 3. Und das ist jetzt einfach noch nicht die vollen 4 Volt, die wir eigentlich als Versorgungsspannung haben. Weil wahrscheinlich an dem Widerstand hier einfach noch ein bisschen was abfällt. Ja, wenn man da ein bisschen dran dreht, dann sieht man das sogar noch ein bisschen. Muss man hier vielleicht noch ein bisschen gucken auch. Aber ja, kommen wir noch ein bisschen über mit der Spannung. Ist schon ganz okay jetzt. Alles klar. Okay, jetzt aber geht's los. So, jetzt drehen wir hier mal ein bisschen auf. Also hier kommt jetzt Widerstand dazu und jetzt sieht man auch schon gleich, ja, dass gleich nach der ersten Stufe die Spannung runterkommt. Ja, die LED wird nur ein bisschen dunkler, aber weil der Strom halt einfach so noch ausreicht, ist das okay noch für die Diode. Und wenn man dann aber noch ein bisschen weiter runter geht, dann wird es dann relativ schnell dunkel bei der LED, weil die einfach nicht mehr ihre normale Flussspannung bekommt, die sie braucht, damit sie leuchten kann. Ja, und mit dem Widerstand jetzt hier kann man mal ausrechnen, unter der Diode haben wir halt ungefähr, wenn 20 mA an 3 Volt durchlaufen oder an 4, dann haben wir da so irgendwas um die 150 Ohm. Und der Widerstand eben, der hat dann halt oben ganz schnell eine hohe Konkurrenz zu dieser Kombination Diode und Vorwiderstand. Und insofern fällt die Spannung dann einfach oben ganz stark ab, was so viel bedeutet, wie dass im Prinzip diese Klappe oben einfach den Druck aus der Leitung rausnimmt und dann entsprechend nur noch weniger Druck da ist für die Diode. Und wenn ich jetzt aber hier unten mal komplett unterbreche, ne, dann habe ich wieder zwischendrin den kompletten Druck und es fällt keine Spannung mehr an dem ersten Widerstand ab. Ja, also das ist das Spannende an der Geschichte jetzt, dass eigentlich erst, wenn der Strom wirklich fließt, sich dann auch die Spannung reduziert. Ja, und das reicht jetzt im Moment noch nicht aus. Ich muss jetzt hier noch mal ein bisschen aufdrehen. Ich taste mich jetzt mal hier so langsam ran. Gucken wir mal, was dann passiert. Jetzt kommt sie dann, glaube ich, so langsam. Jawohl, und wir sind eigentlich sogar nur ein bisschen hoch, aber das reicht dann schon, damit sie ihren Strom bekommt. Und jetzt gehen wir noch ein bisschen mehr. Jawohl, jetzt kommt sie langsam so richtig und jetzt ist sie dann auch schon so ziemlich ganz da, wenn ich hier noch ein bisschen reindrehe. Ja.
eben, also es ist der Strom eigentlich für die Diode entscheidend und gar nicht mal so sehr die Spannung. Aber dazu mal später mehr. Wir halten jetzt einfach mal fest, dass es uns auf diesen Zweig ankommt, dass der Strom komplett irgendwo durchfließen kann. Und sobald man ihn eben unterbricht, ist im Prinzip keine Wirkung mehr da. Die Spannung springt sofort hoch, weil es nirgendwo einen Abfall gibt. Und die Spannung an der Diode bringt mir nichts, weil einfach kein Strom durchfließen kann. Und ja, das ist im Prinzip wie die Wasserkiste oben, ohne dass da irgendwas offen ist. Da passiert einfach nichts, sondern da könnte was passieren, aber es tut sich nichts. So, da sind wir am Ende angekommen von unserem kleinen Praxisexperiment. Ich hoffe, es hat euch gefallen und ihr konntet ein bisschen was mitnehmen. Obwohl es ja nur 4 Bauteile waren, konnte man doch da ein bisschen was zu erzählen und ein bisschen was dran sehen. Speziell Spannungsteile ist eine interessante Geschichte. Der begegnet einem so ziemlich überall. Ja, und wenn es euch gefallen hat oder ihr noch Fragen habt, lasst es mich wissen. Ihr wisst, wo die Kommentarfunktion ist. Daumen hoch würde mich auch freuen. Und Abo würde ich euch empfehlen, denn in der nächsten Folge geht es um den sogenannten monostabilen Multivibrator. Ho, was ist das denn? Naja, ihr werdet es dann erfahren. Bleibt dran, ich wünsche euch was. Ciao.